Hallo ihr Lieben, willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk. Wir haben Herbst, es sind Kartoffelferien und wir wollen heute auch Kartoffeln ernten. Wir haben da so eine Maschine, die ist so 80, 90 Jahre alt. Die wollen wir jetzt nochmal in Gang kriegen. Es gibt noch ein paar Vorbereitungen, die wir auf dem Acker treffen müssen, bevor wir mit der Maschine los können. Das seht ihr jetzt direkt im Anschluss. Ihr seht schon, wir haben Platz geschaffen. Wir haben hier abgeerntet und hier vor mir sind ja die 2 Reihen Kartoffeln bis hinten hin drin. Wir haben abgemäht oder abgemulcht. Auf jeden Fall musste das ganze Beikraut erstmal weg, damit die Maschine überhaupt arbeiten kann. Egal, ob ich einen Trecker, einen Achsel oder ein Pferd vorspanne, das ganze Beikraut, das muss vorher weg. Das blockiert sonst nur. Aber nicht nur das, hinten haben wir auch die Gerüste von den Freilandgurken abgebaut. Auch die sind jetzt weg und naja, der Achsel, der muss auch noch umgebaut werden, das ist auch noch wichtig. Und an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an unseren Dorfschlosser, an Heinz. Heinz, der Gärtner und der Achsel zusammen, das ist schon eine tolle Kombination. Was die alles möglich machen, ist sehr, sehr spannend, kann ich euch sagen. Also ihr seht jetzt, wie wir den Achsel umbauen und dann bin ich mal gespannt, wie viel Schätze wir hier noch aus den 2 Reihen rausholen können und ob es klappt und wie es klappt. Naja, ihr seht es ja jetzt auch, ich bin sehr gespannt. Ihr Lieben, die Kartoffelferien sind nicht nur optimal, um Kartoffeln zu ernten, sondern auch, um Knoblauch zu stecken. Also, die Pflanzung im Herbst für die Ernte im Sommer im folgenden Jahr ist eine wunderschöne Geschichte. Das werden tolle Knollen.
Ihr braucht dafür einzelne Zehen und viele von euch haben uns gefragt, gibt es bei euch nochmal Knoblauch? Und wir haben gerade aktuell noch eine Charge Knoblauch bei uns im Garten-Gemüsekiosk-Shop einstellen können. Also schaut gerne mal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, da findet ihr das direkt. Jetzt heißt es, den Achsel holen, den Roder und den Achsel zusammenbringen und Kartoffeln aus der Erde holen. Wie das bei so Erfahrungen ist, man macht seine Erfahrung und man muss immer noch ein bisschen nachjustieren. Der erste Versuch, habt ihr gesehen, hat nicht so geklappt. Das hat nicht so richtig funktioniert mit dem Gleichgewicht, mit dem Austarieren. Deswegen haben wir jetzt noch hier diesen Beiwagen geholt. Den werden wir jetzt dazwischen bauen, in der Hoffnung, dass es dann besser funktioniert, stabiler läuft und wir die Kartoffeln aus der Erde bekommen. Und hot. Ihr habt es gerade gesehen, die alte Maschine hat ganz gut funktioniert. Es sind mehr Kartoffeln, als wir erwartet haben. Und das ist jetzt auch nur die eine Reihe. Aber ihr merkt selber, die Sonne geht unter, es wird immer später. Wir schaffen die zweite Reihe heute nicht mehr. Deswegen sammeln wir erstmal ein. Wir haben die Kisten jetzt da. Die ganze Familie ist jetzt hier mit am Start. Wir werden jetzt Kartoffeln sammeln. Übrigens, wusstet ihr, wenn ihr Kartoffeln gesammelt habt und eure Hände so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so sauber sind, die sind da nicht dreckig, die sind erdig. Also, jetzt geht's los. Wir werden alle Kartoffeln einsammeln und ich bin gespannt, wie viel die eine Reihe jetzt hier hinterher in Kisten ist. Los geht's.
ihr seht, wir haben so einiges an Kartoffeln aus der Erde geholt und auch schon eingesammelt. Viele Kisten, die sind jetzt nicht ganz voll. Wir haben so ein bisschen versucht zu sortieren, hat ganz gut geklappt. Was aber sehr, sehr wichtig ist, wenn wir Kartoffeln nach der Ernte jetzt aufsammeln, dass wir direkt sortieren in komplett heile Kartoffeln, das dann Lagerkartoffeln sind, die können dann in den Keller kommen, und welche, die eben angeschnitten sind. Das lässt sich nicht wirklich vermeiden, habe ich auf anderen Betrieben auch gesehen. Ist nicht schlimm, heißt aber, wir müssen sie sortieren und dann direkt verarbeiten. Also sauber machen, säubern, einkochen oder direkt Chips machen oder Kartoffelpuffer oder was man eben so gerne an Kartoffeln isst. Lohnt sich auf jeden Fall, aber ist auch genau die richtige Zeit dafür. Für uns heißt es jetzt aber auch wieder noch nachjustieren. Also wenn man mit so Gefährt arbeitet, und das war jetzt das erste Mal roden für uns, da muss man wieder Stück für Stück sich rantasten. Vielleicht muss das Schar ein bisschen tiefer gestellt werden, dass da eben nicht so viele angeschnitten werden. Die Zeit wird es zeigen und wir werden lernen, natürlich. Ich bin sehr zufrieden mit der Kartoffelausbeute jetzt. Es ist ja noch einiges drin. Wenn ihr mehr über die Sorten wissen möchtet, dann schaut gerne in den Artikel zum Video und in unseren Blogbeitrag, sprich auf unserer Homepage. Den Link findet ihr wie immer unter dem Video. Mich würde interessieren, wie macht ihr das mit eurer Kartoffelernte? Habt ihr vielleicht auch noch so Experimente wie wir? Wir haben ja noch so ein paar Kartoffeltonnen stehen, die müssen wir auch noch beernten. Oder arbeitet ihr auch mit einem Kartoffelroder, vielleicht mit einem Lanz und denkt, die brauchen auf jeden Fall noch den oder den Erfahrungswert oder Tipp? Schreibt uns gerne einen Kommentar oder auch gerne eine E-Mail. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, uns zu begleiten beim Kartoffelroden, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit anderen Freunden, das würde uns sehr freuen. Und zum Weitergucken haben wir natürlich auch wieder was verlinkt. Wir haben schon so viel mit Kartoffeln gemacht und Kartoffeln gehören auch einfach zum Selbstversorgergarten dazu, machen Spaß, sind das perfekte Gemüse, um auch mit Kindern zu garteln. Eine ganze Playlist haben wir, die ist hier oben verlinkt. Und was passt natürlich gut zu Kartoffeln? Knoblauch. Ist jetzt eine gute Zeit, den anzubauen. Hier unten haben wir noch ein Video zum Thema Knoblauchanbau. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß in euren Gärten mit Kartoffeln. Baut Kartoffeln an. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht eure Gärten bunt. Eure Jen.